Mombasa, probably. Nice. Oh my god, my score. Moin Leute, herzlich willkommen zu einem neuen GeoGuessr-Video. Wir machen heute eine kleine Challenge und zwar 2 Minuten. Wir spielen einmal die Weltmap, wir spielen einmal die Deutschland-Map und dann machen wir noch einmal Fußballstadien. Also heute ein bisschen schwieriger. Ich tue mich ja bei GeoGuessr sowieso schon schwer, aber wenn ich das Ganze jetzt noch hier unter Zeitdruck machen muss, dann ja, wird das wahrscheinlich ein völliges Desaster. Ich bin ja von GeoGuessr ja immer mehr und mehr fasziniert. Es gibt sogar Weltmeisterschaften, die in GeoGuessr ausgetragen werden. Und es gibt sogar richtig krasse Typen, die quasi diese Bildausschnitte innerhalb von 0,001 Sekunde und 0,00001 Sekunde schaffen. It's Taiwan. Nice. Wow. Kenya. Mombasa, probably. Nice. Oh my god, my score. So, erstes Ding hier. Jetzt haben wir nur noch 1 Minute Zeit. So, wir haben schon mal eine Autobahn hier. TPE. Ist das vielleicht Taipei? Weil da ist auch Linksverkehr. Ich könnte mir vorstellen, dass das irgendwo im asiatischen Raum ist. Jetzt müssen wir noch mal gucken hier. Taipei. Ich würde jetzt einfach mal hier Taiwan machen. Schauen wir mal. Vielleicht ist da TPE, Taipei. Gucken wir mal. Ja, die Richtung war gar nicht so falsch, aber ist halt 3000 Kilometer weiter südlicher als Singapur gewesen. Schade. Gut, nächstes Ding. Wie gesagt, 2 Minuten. Das ist eine ganz schöne Drucksituation hier. Aber unter Druck werden auch Diamanten geschliffen. Bei mir hilft das leider nicht mehr viel. Ich wurde nie zum Diamant geschliffen. Jetzt schauen wir mal, ob ich hier das da rausholen kann. Und die erkennen halt diese Bildausschnitte an verschiedensten Hinweisen. Einfach so an den Häusern, wie die gebaut sind. Oder die Palmen. Jetzt würden die zum Beispiel sagen, ja, Palmen, das ist irgendwo am Meer. Irgendwo in der Karibik wahrscheinlich, weil da gibt es ja auch nur die Palmen, so halbwegs. Ja, ist halt die Frage, wo. Und dann suche ich immer nach Hinweisschildern. Hier zum Beispiel, jetzt gucken wir mal, vielleicht steht ja hier das Dorf drauf. Ah, NZ, okay, Neuseeland, das hilft uns halt zum Beispiel. Jetzt würde ich einfach so spontan in die Mitte gehen, vielleicht nach Wellington, weil sieht so ein bisschen nach See aus oder nach Meer, ist so das Meer in der Nähe. War leider doch Auckland da oben, aber an so Sachen ziehen die sich halt hoch, ey, das müsst ihr euch mal überlegen, voll krass. So, drittes Ding, nicht mehr viel Zeit, 2 Minuten, die Zeit läuft. Hier ist natürlich jetzt wieder das Ding, die Schriftzeichen, das sind kyrillische Buchstaben. Das kann jetzt überall sein, das kann Russland sein, das kann Ukraine sein, das könnte auch Griechenland sein. So von den Schriftzeichen her, ich versuche einfach nochmal ein bisschen hier durch die kleinen Gassen zu gehen. CND, jetzt müssen wir da wissen, wo CND ist. Jetzt haben wir noch 1 Minute Zeit, also ihr seht, die Zeit rennt. Der Timer tickt, wir müssen nach Schildern Ausschau halten. Live begins after coffee. Ja, schön und gut. Jetzt halt die Frage, ne? Wo ist das? Ist das Russland, Ukraine? Ich könnte mir vorstellen, dass das Russland ist, so von den Gebäuden her. Ich mache jetzt einfach mal Russland. Ich mache einfach mal ganz langweiligerweise Moskau, wenn ich Moskau finde. Da ist Moskau. Wahrscheinlich total falsch. Ja, sage ich ja Bulgarien. Wo waren wir denn da? In Varna. Die haben natürlich auch diese kyrillischen Buchstaben hier, ne? Also sowas ähnliches wie in der Ukraine. Ganz schwer. Ganz schwer. Aber unter Zeitdruck, da handelt man halt leider manchmal falsch. So, nächstes Ding, vorletztes Ding hier. Das ist natürlich Amerika. Wer hätte es gedacht? Vielleicht auch nicht. Kann natürlich auch ganz woanders sein. Es ist wieder auf irgendeiner langen Geraden, in irgendeinem abgewinkelten Dorf. Oder in irgendeiner abgewinkelten Gegend in Amerika. Da kannst du halt auch nur raten. Also da kann ich jetzt noch stundenlang suchen. Ich habe ja nur noch 1:30 Zeit. Muss mal gucken, ob ich irgendwie ein Verkehrsschild finde, das mir vielleicht ein bisschen die Suche erleichtert. Berkshire Hathaway. Berkshire, keine Ahnung. Aber wie gesagt, da werden andere Leute schon viel weiter. Das ist wirklich krass, wie die hier teilweise diese kleinen Ausschnitte analysieren. Das hast du mit der Zeit wahrscheinlich drauf, aber das ist schon krass. Und dass hier sogar Weltmeisterschaften ausgetragen werden, das hat mich am meisten überrascht. Also das hätte ich im Leben nicht gedacht. Highway 36 kann ich jetzt gucken. Muss natürlich jetzt irgendwo richtig landen. 81, 26. Jetzt bin ich genau falsch gelandet. Wisst ihr was? Ich gehe einfach hier in die Mitte rein. So halbwegs. So. Mal gucken, vielleicht bin ich ja richtig. Ja, Amerika war gar nicht schlecht. Nördlich von Washington wäre es gewesen. Letztes Ding hier, die World Map. Und dann haben wir es abgeschlossen. Dann gehen wir nämlich nach Deutschland. Das wird vielleicht ein bisschen einfacher. Da würde ich jetzt sagen, das sind die Vereinigten Arabischen Emirate. Wenn mich die Flagge nicht täuscht. Also es kann ja auch irgendwo, keine Ahnung, auf Hawaii sein, wo Leute aus den Vereinigten Arabischen Emiraten leben, wäre aber schon sehr seltsam. Wir waren in Dubai direkt, 181 Kilometer und wir haben 11.676 Punkte auf Zeit. World Map war gar nicht schlecht. Jetzt gehen wir nach Deutschland. Das gleiche jetzt also nochmal mit Deutschland. Ich hoffe, da kenne ich mich ein bisschen besser aus. Da werden die Verkehrsschilder mir schon ein bisschen was sagen. Also Bitburg ist hier schon mal B257. Jetzt müssen wir nur noch wissen, wo Bitburg liegt. Da fängt es bei mir schon an. Bitburg habe ich halt überhaupt gar keine Ahnung. Ich bin auch gar nicht der Biertrinker. Wahrscheinlich Biertrinker wüssten sofort, wo Bitburg ist.
könnte natürlich jetzt auch nach der Bundesstraße hier suchen. 257. Ich gehe jetzt einfach mal hier hin. Wahrscheinlich total falsch. Ah, gut, an der Grenze zu Luxemburg. 89 Kilometer weg. Ist gar nicht so viel gewesen. Ich habe mich schon viel weiter weg gesehen. So, nächstes Ding, nächstes Schild, an dem ich mich hier jetzt orientieren muss. Warte mal. Großeichenhausen. Na, die Leute aus Großeichenhausen, die sind jetzt hier gefragt. Großeichenhausen, nie gehört. Wo sind wir denn hier? Landkreis Altötting in Perach, also irgendwo in Bayern. Irgendwo in Bayern muss das sein. Ich vermute einfach mal, wir machen mal hier, so ein bisschen nördlich von München. Ah, ne, wir waren südlich von München unterwegs. Bei Sauerlach. Ja gut, Bundesland hat gestimmt, Region auch. 80 Kilometer weg, das ist ja nicht viel. So, nächstes Ding. Okay. Das scheint mir wieder ein bisschen schwieriger zu sein. Das ist wahrscheinlich auch ein abgelegenes Dorf. So Seitenstraßen sind immer ganz, ganz gefährlich in GeoGuessr. Vor allem für so Laie wie mich. Ich habe das ja letztens im Livestream gespielt. Vielleicht hat das der ein oder andere gesehen. Mit jemandem, der konnte das halt auch übertrieben gut. Der hat dann halt auch die Ortschaften innerhalb von wenigen Sekunden wirklich gefunden. Egal, ob wir hier in Deutschland unterwegs waren oder die Weltkarte gespielt haben. Das war wirklich krass. Jetzt Glasfaser für Merzenich. So, Merzenich, wo ist es? Wo ist Merzenich? Glasfaser in Merzenich. Das hört sich so mitteldeutsch an. Merzenich. Ich mache einfach mal hier so in der Mitte. So, da, mal gucken. Könnte auch Westen sein. Ja, habe ich mir auch im zweiten Moment gedacht bei Düren. Okay, 300 Kilometer. Nicht ganz so gut. Wahrscheinlich, weil ich jetzt mit Zeit spiele. Und halt dementsprechend auch nochmal dann geguckt wird. So, hier haben wir gleich Verkehrsschilder. Zu Anfang Hamburg, Lauenburg, Ludwigslust, Neuhaus. Okay, wir sind also irgendwo im Norden. B5 müssen wir mal gucken. Richtung Hamburg, bisschen weiter weg. B5, hier. Haben wir schon mal B5. Jetzt müssen wir nur gucken, wo es so eine Abzweigung gibt. Vielleicht hier, vielleicht nehmen wir gerade mal das Kreuz hier. Neugülz ist aber nicht in der Nähe, aber ich mache es einfach mal. Oh, wir waren gar nicht so verkehrt. Wir waren sogar ganz nah dran. 1,3 Kilometer. Schade, wäre ich ein bisschen weiter nach links. Schade, schade, aber gut. Letzter Standpunkt hier bei der Deutschlandkarte. Dann machen wir nochmal Stadien. Da bin ich auch sehr, sehr gespannt. Baut dieses Dorf vielleicht auch Glasfaser aus? Komm, gibt mir Glasfaserschilder. Gibt mir irgendeinen Transporter, wo das draufsteht. Hier vielleicht. Da könnte vielleicht was draufstehen. Hilden. Kölner Straße. Fenske GmbH. Grüße an die Fenske GmbH in Hilden. 40723. Jetzt muss man sich natürlich auch mit den Kennzeichen ein bisschen auskennen. Also das ist ein bisschen südlicher von ja, meiner Region hier, wo ich wohne. 40 ist, glaube ich, irgendwo in Hessen. Müsste das sein. Vielleicht Nordhessen? Ich mach mal hier so. Nähe von Kassel eventuell. Ja, nee, doch nicht ganz. Wo war das denn? Düsseldorf, Wuppertal. Gut, das ist so alles auf einem Haufen. Kein Plan. So, gehen wir mal rein. Bisschen weniger Punkte als bei der Weltmap. 10.216 Punkte. Und jetzt, aller guten Dinge sind 3, gehen wir ran an die Stadien. Und da machen wir natürlich auch wieder die ganze Welt. Das erste Stadion ploppt auf. Wir sind in Pogoń oder bei Pogoń. Das ist in Polen. Szczecin. Das müsste Stettin sein. Also ich hoffe, ich spreche das richtig aus. Ich mache jetzt einfach mal Stettin. Meine erste Vermutung. Ist hoffentlich richtig. Ist es auch. Guck mal an. Fußball ist halt einfach mein Spezialgebiet. Ich hoffe, wir kriegen noch mehrere leichte Stadien. Hier ist der Hampden Park in Glasgow. Also Schottland. Das ist natürlich was für mich, ne? Da kann ich nur gewinnen. Ich gehe jetzt auch einfach nur in die Mitte rein. Mit Glück bin ich sogar nah dran. 3,8 Kilometer. Nächstes Ding. Ja, auch wieder einfach Getafe. Aber Getafe ist keine eigene Stadt. Ich glaube, das ist bei Madrid. Ich glaube, Getafe ist ein kleiner Vorort von Madrid. Habe ich mir mal gemerkt, habe ich mir sagen lassen. Vielleicht ist es ja doch eine Stadt. Hier, guck mal, Getafe. Bin ich gut oder was? Fußball ist halt einfach mein Leben. Da könnt ihr sagen, was ihr wollt. Ey, richtig nah dran. So, nächstes Stadion. Ah, auch geschichtsträchtiges Stadion. Mit der geraden, weiß nicht, Haupttribüne, Südtribüne. Also die wirklich kerzengerade nach unten. Da sind natürlich die Boca Juniors. Boca Juniors in Buenos Aires. Buenos Aires, gucken wir mal, ob wir, ja, 16 Kilometer, da seht ihr mal, wie groß die Stadt ist. Buenos Aires, so. Hier sind wir innerhalb von einer Minute hier durch, da brauche ich gar nicht 2 Minuten. Aha, das Beste kommt zum Schluss. Ihr erinnert euch? Deutsche Fans müssen sich daran erinnern, hier steht es auch nochmal dran. Das Maracanã. Und zwar, jetzt müssen wir nur noch wissen, wo es ist. Sao Paulo war es nicht. Rio de Janeiro müsste das sein. Oder müsste Rio sein. Ja, Rio de Janeiro, Maracanã. Haut, glaube ich, hin. Auch halt 3,5 Kilometer weg. Aber es war unsere beste Runde. Auch unter Zeitdruck. 24.894 Punkte. Ich glaube, das können wir
öfter spielen. Und wir haben das bis auf die Weltmap eigentlich ganz gut hinbekommen. Nie in Zeitdruck geraten. Aber es ist natürlich auch mal was anderes, wenn du das unter Zeit machst. Wenn nicht, dann kannst du noch mal ein bisschen genauer gucken. Also ich fand das ganz witzig. So haben wir 3 Maps geschafft in einer Viertelstunde. Und ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, lasst einen Daumen nach oben da. Kostenloses Abo. Natürlich gerne. Und dann, ja, ist es auch nicht mehr lange. Bis FIFA 24, wollte ich gerade sagen. EA Sports, ihr wisst das. Und dann sehen wir uns bald wieder. Bleibt gesund und danke fürs Zuschauen. Ciao, ciao.